In der letzten Folge schenkte uns das Dardestal 100% Fahrspaß und einen wackelnden Hintern. Du hast den König runtergeworfen. Dass Marokko noch so wunderschön sein kann und trotzdem das Reisen plötzlich gar nicht mehr lustig ist, seht ihr in dieser Folge. Wir haben uns dann als Gruppe entschieden, uns zu trennen. Die Nacht auf 3000 Höhenmetern ist sternklar und traumhaft schön. Während die einen noch Schäfchen zählen, sind die anderen schon produktiv. Arbeit. Arbeit, Arbeit, Arbeit. Caroline Bezeling arbeitet. Hi Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier aus Marokko, aus der Dardesschlucht. Hier bin ich mit der guten Afrika Twin. Ach Leute, Es ist macht anstrengend. das doch alle selber hier. Mit der guten Afrika Twin schon ein paar Tage unterwegs. Moin, hier ist Markus. Ich bin 39 Jahre. Live aus dem Studio. Hier wird gerade der Trailer geschnitten. Was machst du da? 30.000 Mal das Gleiche sagen und mich aufregen, dass ich den Ton nicht anders aufgenommen habe. Ah! Wir nehmen die Zuschauer mal mit, das ist viel witziger. Hi, ich bin Caroline. Hi, ich bin Caroline. Hi, ich bin Hi. Caroline. Also nach dem Trailer wissen die auf jeden Fall, wie du heißt. Was eine Idylle hier am frühen Morgen. Ne? Du hast die ganze Nacht gejagt hier, ne? Du bist auch schon wach. Ja, die Motorräder sind auch schon wach. Und die Menschlein, die bekommen hier gerade so richtig was aufgetischt. Gastfreundschaft ist hier wirklich groß. ويلكم مرحبا للمو Als die Sonne schon hoch steht, verabschieden wir uns vom Auberge La Grotte, wo man pro Person 200 Dirham, also ca. 18 € für ein Bett mit Abendessen und Frühstück zahlt. Kaum auf der Straße werden wir auch schon wieder freundlich begrüßt. Neben der Straße, die sich an diesem Morgen unter unseren Reifen ausbreitet, als wolle sie sagen, befahr mich, erscheint auf einmal ein wunderschöner See, der mit seinem Charme zu sagen scheint, entdecke mich. Jo, und das machen wir dann auch direkt mal. Vom Tilsitsee fahren wir über eine Schotterpiste zum See Isli.
In der kargen Landschaft sticht das türkisblaue Wasser farblich hervor und bildet einen starken Kontrast, der diesen Ort zu einem ganz besonderen werden lässt. Es fühlt sich hier ein bisschen an, wie auf dem Mond zu sein, so wie die Berge geformt sind und Stille und Abgelegenheit ausstrahlen. Obwohl, ganz so einsam ist man hier gar nicht. Nachdem Markus seine Offroad-Gelüste ausgelebt hat, woraufhin der kleine Kerl hier schnell unter die Erde verschwunden ist, geht es wieder Richtung Asphalt, denn wir wollen heute Kilometer machen, um abends in der Stadt Fez anzukommen. Ja, ich weiß, einige von euch hätten uns das nicht zugetraut, aber doch, wir bremsen auch für Schafe. Man muss hier so aufpassen, überall können solche Schafe hier oder irgendwelche anderen Tiere auf der Straße sein. Ich sage euch Leute, wenn einem so ein bisschen schlecht ist, wie mir seit heute Morgen, und du fährst durch so eine Straße, wie überall totes Tier an der Seite hängt. Ah. Volker, was hast du da mitgebracht? Elektrolyte. Oh, geil. Was? Ja, er braucht das nicht. Safe. Ja. Jo Leute, ich melde mich jetzt mal hier aus der Zukunft, also nach der Reise, weil von diesem Tag und dem nächsten fehlt leider Filmmaterial. Deswegen erzähle ich euch jetzt mal ein bisschen, was so zwischen den einzelnen Filmschnipseln, die noch da sind, passiert ist, damit ihr das nachvollziehen könnt. Das mit den Elektrolyten, die Volker da gekauft hat, war leider nicht mehr möglich für mich, die zu nehmen, bevor ich mich dann übergeben habe. Das ist dann doch etwas schneller passiert als gedacht. Ich habe versucht, das dann im Nachhinein mit den Elektrolyten nochmal so ein bisschen aufzufangen, weil ich hatte echt noch den Plan, an diesem Tag bis nach Fez zu kommen und die Hoffnung, dass ich das schaffe. Und deswegen wollte ich mich da so ein bisschen mit pimpen. Ja. Ich hab schon noch was. Oh, gibt sich die Kugel. Was wird das? Das ist ein Überlebenstrunk. Nachdem das Abendessen draußen ist, hoffen wir, dass ich irgendwie nach Fez komme heute noch.
zusammen mit dem Frühstück auch noch. Ja, mit dem Frühstück auch noch. Ist zum Kotzen heute? Heute ist zum Kotzen. Heute ist einfach so ein Kotztag. Muss auch mal sein. Hat, glaube ich, jeder mal in Marokko, oder? Ja. Ohne Kotzen war das keine richtige Marokko-Reise. Ja. Also, wer will, dass Caro weiterfährt, schreibt jetzt unten in die Kommentare gute Besserung, Caro. Und wer mitfühlt, bricht einfach neben seinen Rechner. Wer möchte, dass Caro jetzt live in die Kamera bricht, Daumen hoch. Oh, jetzt red von irgendwas anderem, bitte. Ich habe die ganze Zeit mir irgend so einen plätschernden See vorgestellt, als ich dann gerade so lag. Apfelkuchen. Irgendwie. Boah, hör auf, Marco. Boah. Okay, wir beenden den schadenfrohen Spökes Guck jetzt. doch mal den Überlebenstrank an, der sieht gut aus. Wenn das anfängt zu blubbern, dann ist da irgendwas Chemisches drin. Aber mir hat's geholfen mit Elektrolyten. Gönn dir! Ja? Eine gute Idee, finde ich. Das Pulver soll Orange-Geschmack haben, das muss ja jetzt eigentlich Spezi sein, ne? Wir sind dann echt noch ein richtig gutes Stück auch weitergekommen. Allerdings kam halt irgendwann der Punkt, wo es für mich nicht mehr ging. Ich hatte echt das Gefühl, ich kotze gleich in meinen Helm rein. Ich habe dann auch tatsächlich noch mal neben das Motorrad gebrochen. Deswegen war einfach klar, ich kann an dem Tag nicht mehr bis nach Fez fahren. Wir haben uns dann als Gruppe entschieden, uns zu trennen, damit wenigstens Volker und Volkmar schon mal in Fez eine schöne Unterkunft für uns alle finden konnten. Und Markus und ich, wir sind dann direkt umgehend da, wo wir gerade waren, auf die Suche nach einem Hotelzimmer gegangen, weil ich einfach auch nicht mehr weiterfahren konnte an dem Tag. Und genau, Volker und Volkmar, aber die konnten aber noch fahren, denen ging es super und deswegen sollten die dann schon mal vorfahren. Möglichst zentral. Wir wollen einen Pool. Wollen wir einen Pool? Willst du einen Pool? Für einfach nur ein Bett. Und eine Tüte. Die Elektrolyte könnt ihr uns mal hier lassen. Elektrolyte, genau. Wir brauchen Elektrolyte. Apotheke war aber auch, da hinten noch was anderes. Da hinten ist auch eine Apotheke, wenn ihr noch irgendwas braucht. Die ist da in die Richtung. Aber die sieht auch nicht gut aus. Aber ist das okay, wenn wir weiterfahren? Ne? Dann suchen wir da schon mal ein Basecamp. Ja, Was? klar. Hol dich erstmal mal die Karo. Ja, ich kriege das in Schlaf. Ist das okay, wenn wir losfahren? Naja, Für dich? ich mache euch hinter die Rechnung auf. Ja, ich weiß. Meiner ist länger. Sag mal. Stimmt. Gut, bis morgen. Also sicherer Parkplatz und schöner Innenhof. Alles klar, bis gleich. Den habe ich drauf. Dich kriege ich. Dich habe ich auf Video. Alles klar, bis gleich. Das war echt strange. Genauso wie der Rest Kotze, der da noch vor der Linse der GoPro klebt. Verdammt hartnäckig, das Zeug. Kleiner Scherz. Markus hat dann über Booking 2 Zimmer gefunden, die wir nun anfahren. Er hat diese Unterkunft auch direkt über Booking bezahlt. Allerdings musste er vor Ort das Ganze nochmal in bar bezahlen, weil der Herbergsvater das gar nicht einsehen konnte, dass der da über Booking schon bezahlt hatte. Also das nur als Info für euch, falls ihr mal in Marokko unterwegs seid. Nur weil Unterkünfte in Booking angegeben und buchbar sind, heißt es nicht, dass ihr die auch darüber bezahlen solltet. Da sitzt das Kotzkaninchen. Dann halt dieses Wort nicht, bitte. Sag's einfach nicht. Duschen, schlafen. Ja. Yummy, yummy. Der Ofen ist aus. Gnadenschuss. Bis morgen. Normalerweise mache ich das ja so, dass ich nach jedem Reisetag die kompletten Aufnahmen der verschiedenen Kameras, die ich habe, auf externen Festplatten speichere. Einfach damit die gesichert sind. Ich habe da auch mehrere Festplatten dabei, falls mal eine abraucht. An dem Abend habe ich das ausnahmsweise mal nicht gemacht. Und prompt ist mir das passiert, dass
eine komplette Speicherkarte leer war. Also die Daten waren weg. Ich habe die auch im Nachhinein nicht mehr wiederbekommen. Deswegen fehlt eben Filmmaterial von 2 Tagen von einer Kamera. Zum Glück nehme ich ja immer mit mehreren Kameras auf. Das heißt, ein bisschen was ist noch geblieben. Am nächsten Morgen hat dann Markus meinen Trinkrucksack, also meine Trinkblase, gereinigt mit Chlor und anschließend hat er das Wasser versetzt mit Eisen, damit mit Silber, oh Gott, mit Silber versetzt. Ich habe euch das beides, also ich habe mir das im Nachhinein dann auch bestellt, ich hatte das auf der Reise nicht dabei, er zum Glück. Ich habe euch das Ganze auch schon mal verlinkt in meiner Infobox, damit ihr das auch bestellen könnt, wenn ihr mal nach Marokko fahrt. Das war nämlich echt dann auch essentiell wichtig. Ich weiß jetzt nicht, ob das durch das Wasser kam, was in meiner Trinkblase war, was vielleicht dann schon verschmutzt war, oder ob es war, weil ich irgendwas nicht vertragen habe, was ich da gegessen habe, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall wollten wir das schon mal ausschließen und deswegen hatte Markus zum Glück das Zeug dabei und hat damit für sauberes Wasser gesorgt, sodass wir dann an dem Tag auch nach Fes fahren konnten. Was haben wir denn hier? Oh Mann, dieses Tier ist gerade so ganz klein und süß, Leute. Guckt euch diese Katze an und guckt euch meine Hand an. Dann wisst ihr, wie groß die ist oder wie klein. Hey. Ja. Oh, bist du ein kleines Wollknäuel. An diesem Kiosk gab es dann für mich die erste feste Nahrung an diesem Tag, einen Butterkeks. Und damit habe ich es dann auch bis nach Fes geschafft. Bewachter Parkplatz. Hier ist alles safe. Ja, wir haben dann auch ein Hotel mit einem angrenzenden Stellplatz für unsere Motorräder gefunden. Und ich war einfach heilfroh, als wir da in Fes waren und ich mich endlich in Ruhe hinlegen konnte und wusste, ich kann da jetzt erstmal mich 1, 2 Tage ausruhen und bleiben und muss jetzt nicht mehr Motorrad fahren, weil das war einfach nicht mehr schön dann in dem Zustand. Hier gibt es Zigaretten. Ja, Das Riad, was Volker und Volkmar einen Abend zuvor gefunden hatten, das war echt super, super schön. Ganz verzierten Fensterläden und Einsätzen, die Lampe, dieses Fenster da in der Decke, also ganz, ganz schön. Ich bin kaum, dass ich da war, einfach ins Bett gegangen und habe geschlafen und währenddessen haben die anderen sich in der Stadt ein bisschen umgeguckt, haben was gegessen und diese ganzen kleinen Lädchen in den Gassen auf sich wirken lassen. Die Medina von Fes. Die Königsstadt Fes liegt im Nordosten Marokkos und wird auch als Kulturhauptstadt des Landes bezeichnet. Für den Tourismus hat Fes viele Sehenswürdigkeiten zu bieten und gilt im Allgemeinen als eine sichere Stadt für Touristen, die hier ein wichtiger Wirtschaftsfaktor sind. Volkmar, ja, ich weiß, was du sagen willst. du müsstest deine BMW echt mal wieder waschen. Ja, und Die sieht aus wie eine XT. Und die Zylinder wieder ranschrauben. Hier ist die Caro, wenn die morgens wach wird. Meinte die Caro macht sich das auf die Hand. How long does it last? Last 1 week. After 1 week it's gone. Tätowieren lassen habe ich mich hier übrigens nicht. Und von diesen Blombenziehern habe ich auch keinen gegessen. Dafür habe ich umso besser geschlafen in diesem wunderschönen Doppelzimmer, das wir hier im Riad 53 bekommen haben. Am nächsten Morgen habe ich mich dann sogar an den Frühstückstisch getraut. Mit deinem Freund telefoniert oder geschrieben, dass sie nicht geht? Was sagt er? Ja, er sagt auch, ruh dich aus und tu dir Ruhe an. Ja. Wenn es nicht geht, dann geht's nicht.
Bist du die ganzen Treppen bis hier hochgelaufen? Ich bin alle Treppen alleine gelaufen. Keiner hat mich getragen. Und wie kommst du wieder runter? Wahrscheinlich werde ich auf den Popo runterrutschen. Oh, cool. Da freuen wir uns jetzt schon drauf. Du kannst ja auch im Bauch rutschen. Nee. Nee, der Bauch ist ja gerade wieder halbwegs. Der Bauch wäre nicht gut. Dann lieber auf dem Popo. Die anderen machen jetzt eine Stadtbesichtigung. Ich werde ein bisschen Daten sichern und wahrscheinlich den Rest des Tages noch im Bett verbringen. Ich habe mir aber auf meine To-Do-List geschrieben, heute Geld zu wechseln und ein bisschen was einzukaufen. Also ich rappel mich so langsam wieder auf und dann geht's morgen über das Rifgebirge Richtung Nador. Einkauf für die Krankenstation. Jetzt schlägst du aber zu, wa? Ja, jetzt muss mal wieder ein bisschen Power hier in den Körper reinkommen, damit ich morgen mein Köpfchen auch oben halten kann. Vollkornkekse, Schokokekse. Irgendwas Salziges wäre halt noch geil, ne? Ich würde gerne Salzstangen haben, aber das haben die hier, glaube ich, nicht. Die haben gesalzene Cashews. Oder irgendwie so Zwieback. Ja, Chips geht auch, ne? Chips. Das ist die große Auswahl. Geht los. Stadtführung. 4 Stunden. Ohne Caroline Wesseling. Ja. Endlich mal die Männer nur unter sich. Ja, echt, ey. Wir haben hier mal freie Bude hier. Und kotzt nicht so viel, ne? Ja, ist okay. Ist okay. Tja, scheint wohl irgendwie loszugehen. Kannst du verschiedene Touren buchen durch die Medina? 3 Stunden, 4 Stunden, 5 Stunden, 6 Stunden zu Fuß. 3 Stunden haben wir genommen, ne? Das, ja, der Fahrer bringt muss reichen. 14 Tore hat die Medina. Das ist der Stadtteil, beziehungsweise die Altstadt. Ja, so eine geführte Tour ist natürlich schon ein bisschen Touri-mäßig, muss man ja fast sagen. Aber natürlich ist es auch so, dass du in 3 Stunden von jemandem, der sich ja einfach total gut auskennt, so viel erklärt, gezeigt, gesagt bekommst, das kriegst du durch eigene Recherche im Internet mal eben auf dem Hotelzimmer in so einem mageren WLAN kaum zusammengesucht. Und so ist es viel cooler. Und du kannst natürlich unendlich viele Fragen stellen, hoffentlich. Aber ich glaube, der hat sich bei dir schon vorgestellt, oder? War? Auf Deutsch. Das Schöne an so einer Führung ist, glaube ich, dass man hier das alles besser versteht noch, ne? Ja. Schauen wir mal. Ja. Kuckuckucku. Chichi? Die stinken. So. Tauben. Sehr spektakulär anscheinend, ne? Hast du auch spektakuläre Tauben entdeckt, Volker? Tauben. Und eine Gans. Und Hühner. Boah. Und nun, lecker, lecker. Marx ist eine Gelehrte, ist eine Lehrer, ein Arzt, ein Richter, ein Philosoph, ja? Wie Martin Luther. Universalgelehrte, ne? Ja, natürlich. Dann tragen sie einen Rothut. Wie heißt im Rothut? Fes. Warum heißt es Fes? Warum nicht Hamburg oder Paris? Ja, Fes kommt. wissen Sie schon. Ja, die Aussicht von hier oben ist wirklich unfassbar. Das ist irgendwie die Medina, die alte Stadt, alles innerhalb der Stadtmauer. Und gestern sind wir von da oben bis ungefähr da unten gelaufen. Haben wir 3 Stunden gebraucht durch diese unglaublichen, winzigen Gänge mit Tausenden, aber Tausenden von Geschäften. Es hat eine insgesamte Gassenlänge, sagte uns der Reiseführer gerade, von 86 Kilometern. Also da findest du dich nicht zurecht. Manche Gassen sind nur 50 cm breit. Wegen der enormen Enge gibt es keine Autos in der Innenstadt. Dafür auch heute noch einen lebendigen Souk, also einen Markt oder Bazar, der in verschiedene Bereiche wie Holz, Keramik, Metall und Leder eingeteilt ist. Die Medina ist ein Ort von Tradition, Kultur, Architektur und Handwerk. Meine Mutter hat auch getöpfert.
Hobby oder Arbeit? Hobby. Ah, gut. Ich habe auch so eine Scheibe gehabt, aber elektrisch. Ah, mit elektrisch. Ja. Hier ist Ausbildung für die kleinen Kinder. Lernen und dann zum Schulen. Weil jetzt in Marokko Schulpflicht, aber früher nicht. Ich bin nie gelernt. Ich kann nicht schreiben oder lesen auf Arabisch. Aber jetzt Schulpflicht. Was kostet so eine Tischplatte? Mit Beine 3000 Euro. 3000 Euro. Fez ist nicht nur berühmt für Keramik, sondern auch für seine Lederprodukte, die hier seit Jahrhunderten hergestellt werden. In das Färberviertel zu kommen ist gar nicht so leicht, aber es lohnt sich, allein für diesen Blick von der Besucherterrasse. Man hat uns auf dem Weg hier rein Minze in die Hand gedrückt, weil es hier ziemlich stinkt. So geht das. Unsere Gasmaske. Also hier muss ja echt so ein bisschen härter im Leben sein, ne? In einem richtig übel riechenden Kuhstall gestanden hast, so ungefähr. Ist schon, ja, recht intensiv. Die vielen Becken enthalten Farbe, in die das gegerbte Leder eingetaucht wird. Anschließend wird es mit Wasser und Chemikalien weich gemacht und zum Trocknen aufgehängt. Danach wird es gefärbt und in Ledergeschäften weiterverarbeitet. Und hier gibt es die feinsten Lederwaren. Man sagte uns mit die besten von der Qualität her und mega weich, weil die womit hat man sie gegerbt? Taubenmist. Ach ja, stimmt, hat er erzählt, genau. Taubenmist, ne? Wahnsinn. Kommen wir gerade hier die Treppe runter von der Gerberei und dann kommst du in diesen Raum. Schon. Spaß. Dankeschön. Ein riesiges altes Riad. 13. Jahrhundert. 700 Jahre alt. Der ehemalige Innenhof, was jetzt ein Verkaufsraum ist. Hat früher eine Familie gewohnt oder war vielleicht einfach nur Schlafzimmer. Wird heute noch vermietet, alles leer geräumt und dann kannst du hier deine Hochzeit feiern. War früher im 9. Jahrhundert war gebaut als Gebäude, Moschee und Universität. Und hatten sie unterrichtet Wissenschaft, Algebra, Mathematik und Medizin auch und so weiter. Dann bitte schön, schau mal den Koppel ganz hoch da. Wie alt ist das? Das ist 9. Jahrhundert. Und dann wurden die 3 Opfer eines Teppichverkäufers. Pastelfarbe. Change the house, change furniture, but don't change the wife and the carpets. Henna-Farbe, Safranfarbe. Und das ist Kobalt. Das ist die kleine, wenn sie dicken als Geschenk für Bruder, Schwester, als kleine Geschenk, auch kleine Masse. Sehr, sehr schön. Das ist süß. So now please, you're gonna practice with me 2 words in Arabic. And you are welcome 1000 times. With business or no business, always good smile. No push, no pressure. Okay. So my friends now, what they're gonna do, they're gonna eliminate one by one. So if you like this, we say Ijma, take away. If you want to know the price, we say Khalli. Khalli gesagt, haben sie noch nicht gekauft, nur schon wissen den Preis. Ja. Wann ist okay, willkommen, wann nicht kein Böse. 1000-mal willkommen. Alles gut. So Khalli dieser oder Ijma, die blaue. Für Sie Alibaba? Ijma. Ijma, okay. Safranfarbe. Ijma. Khalli. Ijma. Ihr bleibt mit uns 1 Woche, schnell lernen Sie Arabisch. Du bist mit Motorrad? Motorrad, ja. Ah ja. Ijma. Even the material is natural. Agavenseiler. This is our material, as you see. It's natural. You see inside on it has fibers like that. Look at this. Boah, die Stadtführung mittlerweile. Sitzen wir seit 5 Stunden mit dem Herrn hier durch die Gassen. Es ist unfassbar. Er zeigt uns wirklich die kleinsten Ecken und die ganzen kleinen Shops. Der kennt hier jeden beim Namen, der wird permanent begrüßt. Der ist hier irgendwie aufgewachsen in den Gassen. Der kennt das ganze Gewirr auswendig. Das ist wie eine Achterbahn. So, zurück zum Hotel. Die Männer sind an dem Abend dann auch echt erst spät wieder ins Hotel gekommen, hatten viel zu erzählen, waren total voll mit Eindrücken und Infos. Also ich glaube, das war echt so eine richtige 100% Stadtführung. Und ich war natürlich traurig, dass ich das selber alles nicht erleben konnte.
Aber dank der Aufnahmen, die Markus gemacht hat, ist euch und mir ja trotzdem irgendwie der Tag in Erinnerung geblieben und die ganzen Eindrücke konnten ja trotzdem irgendwie noch so mitgenommen werden von dieser Reise. Am nächsten Tag ging es mir dann auch endlich wieder besser. Jo Leute, da bin ich wieder fit wie eh und je. Die Sachen sind wieder gepackt und machen uns weiter auf den Weg Richtung Küste über das Rifgebirge. Damit geht es im nächsten Video weiter, wenn es wieder heißt Caro unterwegs in Marokko. Ach so, und falls ich es noch nicht erwähnt hatte. Ich bin Caroline Besseling, 35 Jahre und als ich mit 29 Jahren meinen Führerschein gemacht habe, da hätte ich das besser sein gelassen. Dann hätte ich diesen komischen Kauz hier neben mir niemals kennengelernt. Das hätte mein Leben deutlich verändert. Im Negativen. Negativen. Das wäre weniger lustig. Ja, mein Leben hat es auch im Negativen verändert.